It's okay. 2 minutes. Slowly get up. It's okay. Okay. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im zweiten Teil meiner Wim Hof Experience. Im ersten Teil habe ich über meine erste krasseste Breathwork-Erfahrung, sehr, sehr spirituelle Erfahrung mit euch geteilt. Und in diesem Teil werde ich euch tatsächlich mitnehmen. Also es ist auch eine Art Vlog, wo ich mein allererstes Mal eisgebadet bin. Also ich habe mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema befasst tatsächlich. Mit Eisbaden, mit kalt abduschen, mit den Vorteilen, mit den körperlichen, aber auch mentalen Vorteilen. Und es hat mich einfach so gecatcht, dass ich relativ früh, also ich weiß gar nicht, aber schon vor ein paar Jahren damit angefangen habe, immer auch kalt zu duschen. Also erstmal einmal so am Ende mich kalt abgeduscht, natürlich erstmal warm und danach kalt. Also ganz soft reingegangen in dieses Thema. Oder nach der Sauna in dieses Eisbad. Eisbad ist halt kaltes Bad gewesen. Kein Vergleich zu einem richtigen Eisbad, was ihr später erfahren werdet. Aber genauso habe ich schon mal die ersten Berührungspunkte. Also es ist nicht so, dass es mein erstes Mal war, wo ich noch nie in Kontakt mit Kälte gekommen bin. Ich glaube, ich habe auch einmal habe ich auch einen Workshop in Deutschland gemacht, in Potsdam, wo wir, ich glaube im November oder so, also es war relativ kalt und dann sind wir in den See gegangen, was auch sehr, sehr kalt war. Und da haben wir das auch nach Wim Hof gemacht. Dennoch tatsächlich nicht die gleiche Experience wie mit richtigem Eis. Es war da auch einfach schon mega, also du warst schon mega energetisiert. Aber Leute, was ich gestern erfahren durfte, war wieder einmal so, in letzter Zeit mache ich so viele krassen spirituellen Erfahrungen. Könnt ihr gerne meine Videos euch alle anschauen, aber es ist so krass, wie viele Dinge es gibt, die einfach deine Perspektive hier erweitern und du einfach die Welt mit ganz anderen Augen siehst, wenn du dich öffnest, wenn du dich hingibst. Einer verbesserten Schlafqualität, schnellere Regeneration nach dem Sport, verbessertes Immunsystem, verringerte Chance von Entzündungen und aber genau, Stress zurück zum Eisbad. Warum mich Eisbaden so gecatcht hat, waren einfach die etlichen Vorteile von Und ja, als ich dann gesehen habe, dass hier in meiner Nähe ein Wim Hof Instructor ist, der einen Workshop veranstaltet, war ich direkt Feuer und Flamme und dachte, dahin muss ich. Und es war so magisch, also der ganze Tag also wir haben ja angefangen mit Yoga, Breathwork, dann noch schön vegan gegessen und danach ging es los mit dem Eisbad. Das war, glaube ich, 0 oder 1 Grad. Das war so crazy. Es war so crazy. Ich bin halt reingegangen und da war schon so, meine erste Fußspitze war drin und ich dachte mir schon, scheiße, es ist so kalt. Aber ich habe es mir vorgenommen, ich werde es machen. Also mache ich es auch. Bin dann rein und in den ersten Sekunden dachte ich mir schon, scheiße, ich muss raus, es ist so kalt. Und dann habe ich halt versucht ruhig zu bleiben, weil ich diese Experience machen wollte, und der Instructor hat es auch richtig gut gemacht, der Nico hat mich richtig beruhigt und dann habe ich natürlich mich auf meinen Atem konzentriert und es hat sich so angefühlt, als würden meine Füße und meine Hände einfrieren. Meine Hände waren so und ich konnte sie einfach nicht mehr bewegen. Das war ein Moment, wo ich ganz kurz ein bisschen Angst hatte und wo ich gemeint habe, okay, ich muss raus. Aber meistens kann der Körper noch viel, viel weiter, als wir denken, was wir können. Und dadurch, dass ich das erfahren durfte, dass der Kopf viel zu früh anschaltet und sagt, oh, ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich surrendert, mich darauf eingelassen, 2 Minuten im Eisbad gewesen. Und
das war krass. Also wieder, wie beim Breathwork, sind meine Hände... Wer das mir erklären kann, bin ich jedem dankbar. Ich kann es nicht erklären, was da mit dem Körper passiert, aber bei sehr, sehr vielen spirituellen Erfahrungen habe ich gemerkt, dass die Hände sich so verformen und dass man die dann nicht mehr bewegen kann. Und ja, als ich dann im Wasser war, war es halt wieder so mit meinen Händen und ich konnte sie halt nicht mehr bewegen. Es war so richtig so... bin erstmal sehr, sehr langsam ausgestiegen, weil es sich ein bisschen angefühlt hat, als wäre ich so eingefroren oder so. Und dann, als ich draußen war, und ich muss auch wirklich sagen, dass es wehgetan hat. Also die letzten Sekunden waren sehr schmerzhaft. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es so viele positive, gesundheitliche und spirituelle Vorteile mit sich bringen würde, dann hätte ich es niemals gemacht, weil es uncomfortable sich anfühlt. Und ja, die letzten Sekunden waren schmerzhaft. Und dann bin ich raus. Und dieser Schmerz war in einer Sekunde weg. Und ich war so... Das war so krass. Ich hatte auf einmal so viel Energie in mir. Und ich war so glücklich und voller Freude. Und es war richtig wie so ein Dopamin-Booster. Du warst einfach so richtig happy. Ich war so richtig excited. Und war so richtig so, boah, ich kann es nochmal machen. So. Ich bin danach auch nochmal reingegangen tatsächlich. Ich würde es auch jederzeit wieder machen und kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Kurz nachdem ich halt aus dem Wasser rausgegangen bin, hatte ich wieder das Gefühl von mir und dem Göttlichen und war einfach... Also mein ganzer Körper hat einfach wieder nur vibriert, als wäre ich einfach nur Energie. Und es war halt... Es ist einfach so schön, ja, zu was der Körper fähig ist. Und vor allem, wenn man surrendert und vertraut und sein Herz öffnet für all die Erfahrungen, die es hier auf der Welt gibt. Ja, und sich nicht von der Angst leiten lässt, sondern vom Vertrauen und von der Liebe, dann ist einfach so schön zu beobachten und zu fühlen, wie krasse, wunderschöne, spirituelle, lichtvolle Wesen wir sind und wir einfach mehr sind als dieser Körper und wir einfach nur, dass einfach unser Tempel, unser Zuhause ist, was wir mit Liebe behandeln dürfen, weil wir nur dieses eine Zuhause haben in diesem Leben. Und wir aber nicht dieser Körper sind und uns nicht darauf reduzieren sollten oder auf unsere Emotionen oder unsere Gedanken, weil wir einfach etwas Übernatürliches sind, was das Leben durch diesen Körper, durch die Gedanken, durch die Gefühle erfährt. Und durch all die Erfahrungen, die ich aktuell sammle, darf ich das immer mehr fühlen und nicht nur theoretisch wissen, sondern einfach fühlen. Und es ist einfach so schön. Die Journey und das Leben ist einfach so schön, wenn man einfach anfängt zu leben. Das Leben ist eine Journey und ich liebe diese Journey. Ich liebe meine Journey und all die Erfahrungen, die ich bis jetzt sammeln durfte und noch sammeln werde. Und ich kann euch nur ans Herz legen, euch für all die Liebe, all die Möglichkeiten, euch zu öffnen und auf eure Intuition zu vertrauen. Eure Intuition weiß immer das, was ihr gerade braucht. Und wenn ihr das Calling habt, bestimmte Dinge auszuprobieren, dann go for it und wartet nicht darauf, bis der Kopf es euch ausredet, sondern geht und wagt diesen Schritt und trifft Entscheidungen für euch. Okay. So gather yourself. Come where your heart. Excited. First. Okay. Oh shit. Yes. Oh fuck. Oh my god. Yes. More colder. Yes. Oh shit. Okay. It's real. And now? Breathe and go down. Hold the breath at the top. Go down. Slowly breathe out as you go down. Yes. That's okay. Breathe. Shit. Breathe. Breathe. You're doing really good. Really good.
okay. The initial shock is always worst. Find your breath, just breathe, see how much you can relax. It's okay. Doing amazing. My legs, I think, oh shit. Yeah. Breathe. It's all okay. I can't move my body. In a few seconds you will not feel it anymore, I promise you. Yes. You're doing amazing. Allow the eyes to make the body respond. You're doing so good. Yes. This is how we deal with stress. You breathe through it. It hurts. Yes. You're not forced to do anything. Whenever you feel ready, you can go out. Oh, you're doing amazing. Have about 30 seconds to 2 minutes. Oh, come on, 30 seconds. Breathe. All good. Close your eyes for a moment. Take 5 deep breaths for me. Very slow breaths. Can't move my hands. Breathe out slowly. There you go. You can keep your hands out of the ice if you want. Yes. It's okay. 2 minutes. Slowly get up. It's okay. Breathe. Okay. Do you feel your legs? Yep. Yeah? My Okay? hands not. No? It's all okay. Take one step at a time. Feel the ground. You did so good. Feel the ground. You made it. Amazing. Wow. Good job. I couldn't move my hands. It was like It's cold. been flushed. Eyes out. I'm surprised that I you couldn't. didn't cry or anything like me. You This is the cry? word. I always cry. I've been crying, yeah. I thought I will get like ice. Yeah. Can't moving anymore. Yeah. I couldn't like feel my body anymore. It was like I thought I was getting like ice. Yes. Wow. So I think this is the part of when you told me as well, when you tried it in the ice, Yeah. you felt your body going like this and you're like, I'm going to die if I stay here Yes. because it's too cold. Yes. But when we get over that, we start to realize, hey, our body actually knows how to deal with this stress. I had the same feeling like the breath work. My body vibrates. Yes. What is this? This is energy. So the sun, the sauna, the sun, it brings energy out from your sweat. This brings all the energy into the core. That means there's much more energy. Energy, oxygen, hormones, all this flowing to the organs. And you feel this, whoa, alive, you know? Wow, I feel Yes. amazing. Yes. I want to do it again. That's nice. Okay, so still focus. You can have some. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal eisgebadet seid und was für Erfahrungen ihr hattet. Ich freue mich einfach mega, wenn ich auch ja, von euch euren Erfahrungen lesen darf und wenn ihr euch untereinander austauscht in den Kommentaren. Und falls ihr mir noch nicht folgt, folgt mir und die Glocke anschalten, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.